Einsatzhunde gehören zu den am wenigsten sichtbaren, aber zugleich effektivsten Elementen moderner Militäroperationen. Im deutschen Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, sind sie weit mehr als nur Begleiter. Sie sind integraler Bestandteil der Einsätze, hochtrainiert, spezialisiert und eng mit ihren Hundeführern verbunden. Diese Dokumentation gibt spannende Einblicke in ihre Welt, ihre Ausbildung, ihre Fähigkeiten, die Auswahl der geeigneten Rassen und ihre Rolle in realen Einsätzen. Es ist die Geschichte von Tieren, die Aufgaben übernehmen, denen selbst modernste Technik oft nicht gewachsen ist. Lasst uns auch versuchen, den modernen Einsatz künstlicher Intelligenz beim KSK genauer zu beleuchten. Kapitel 1: Die Entstehung des KSK und die Rolle der Hunde. Das Kommando Spezialkräfte wurde 1996 gegründet. Anlass war unter anderem die Erkenntnis, dass Deutschland für komplexe Krisensituationen, insbesondere Geiselbefreiungen im Ausland, eine spezialisierte militärische Einheit benötigt. Seitdem operiert das KSK weltweit in besonders sensiblen und gefährlichen Missionen. Dazu gehören Antiterroreinsätze, Aufklärung hinter feindlichen Linien und die Festnahme von Schlüsselpersonen in Krisengebieten. In genau solchen Szenarien stoßen technische Mittel oft an ihre Grenzen. Kameras können verdeckte Sprengsätze übersehen. Sensoren können gestört werden. Genau hier kommen spezielle Einsatzhunde ins Spiel. Ihre Fähigkeiten basieren nicht auf Technologie, sondern auf jahrtausendealten Instinkten, kombiniert mit intensiver Ausbildung. Kapitel 2: Fähigkeiten und Bedeutung der Einsatzhunde. Die wohl beeindruckendste Fähigkeit eines Hundes ist sein Geruchssinn. Während der Mensch über etwa 5 Millionen Riechzellen verfügt, besitzt ein Hund bis zu 300 Millionen. Das bedeutet, dass ein Einsatzhund selbst kleinste Spuren von Sprengstoff oder menschlicher Anwesenheit erkennen kann, oft in Situationen, in denen elektronische Geräte versagen. Darüber hinaus verfügen Hunde über ein außergewöhnliches Gehör und eine hohe Sensibilität für Veränderungen in ihrer Umgebung. Sie nehmen Bewegungen, Spannungen und selbst minimale Veränderungen wahr, lange bevor ein Mensch darauf reagieren könnte. Im Einsatz bedeutet das einen entscheidenden Vorteil. Ein Hund kann ein Team frühzeitig vor Gefahren warnen, versteckte Personen aufspüren oder Sprengfallen identifizieren. In vielen Fällen ist er damit nicht nur Unterstützung, sondern lebensrettend. Kapitel 3: Ausbildung: Vom Welten zum Spezialisten. Die Ausbildung eines Einsatzhundes beginnt deutlich früher, als viele vermuten, und sie ist von Anfang an kompromisslos selektiv. Nicht jeder Hund ist für diese Aufgabe geeignet. Tatsächlich scheidet ein großer Teil der Tiere bereits in den ersten Phasen aus. Schon im Welpenalter achten Ausbilder genau auf bestimmte Eigenschaften. Neugier statt Angst, Ausdauer statt schneller Erschöpfung und vor allem ein ausgeprägter Spiel- und Beutetrieb. Denn genau dieser Trieb bildet später die Grundlage für viele Trainingsmethoden. Was für den Hund wie ein Spiel wirkt, ist in Wirklichkeit hochpräzise Vorbereitung auf den Ernstfall. Geeignete Hunde werden anschließend in spezialisierten Einrichtungen der Bundeswehr weiter ausgebildet. Insbesondere in der Schule für Diensthundewesen, wo die Grundlage für ihre spätere Einsatzfähigkeit gelegt wird. Dort beginnt ein Prozess, der weit über klassisches Hundetraining hinausgeht. Über Monate hinweg, oft sogar länger, werden Hund und Hundeführer gemeinsam ausgebildet. Sie lernen, sich gegenseitig zu lesen, auf kleinste Signale zu reagieren und sich blind zu vertrauen. Doch diese Verbindung entsteht nicht nur im Training. In vielen Fällen verbringen Hundeführer und Einsatzhund auch abseits des Dienstes einen Großteil ihres Alltags miteinander. Die Hunde leben häufig eng an der Seite ihrer Bezugsperson, sei es in dienstlichen Unterkünften oder später auch im privaten Umfeld. Diese Form des Zusammenlebens ist kein Zufall, sondern ein zentraler Bestandteil der Ausbildung. Denn Vertrauen lässt sich nicht allein durch Übungen aufbauen. Es entsteht durch gemeinsame Zeit, durch Routine und durch das tägliche Miteinander. Der Hund lernt, seinen Menschen zu lesen, und der Mensch lernt, die oft sehr feinen Signale seines Hundes zu verstehen. Im Einsatz bedeutet das, ein kurzer Blick,
Eine minimale Bewegung oder ein kaum hörbares Kommando reichen aus. Die Ausbildung selbst ist in mehrere Kernbereiche unterteilt. Zunächst geht es um absoluten Gehorsam. Und zwar nicht im Alltag, sondern unter extremen Bedingungen. Der Hund muss Befehle auch dann zuverlässig ausführen, wenn um ihn herum Chaos herrscht. Darauf aufbauend folgt die Spezialisierung. Einige Hunde werden auf das Aufspüren von Sprengstoffen trainiert. Dabei lernen sie, selbst kleinste chemische Spuren zu erkennen und eindeutig zu signalisieren, oft durch ein passives Verhalten wie das Verharren oder Hinlegen, um keine Gefahr auszulösen. Andere Hunde werden auf das Aufspüren von Personen angesetzt, etwa in unübersichtlichem Gelände oder in Gebäuden. Ein weiterer Bereich ist das Schutz- und Angriffstraining. Hier lernt der Hund auf Kommando gezielt einzugreifen, eine Person zu stellen und zu kontrollieren, ohne dabei unkontrolliert zu handeln. Besonders entscheidend ist dabei die Impulskontrolle. Der Hund muss in der Lage sein, innerhalb von Sekunden zwischen absoluter Ruhe und maximaler Aktivität zu wechseln. Ein zentrales Element der Ausbildung ist das Training unter Stress. Schüsse, Explosionen, Rauch, hektische Bewegungen, all das wird gezielt simuliert. Nicht um den Hund abzuhärten, sondern um ihm Sicherheit in Situationen zu geben, die für ihn zunächst unnatürlich sind. Denn im Einsatz darf er nicht zögern. Zusätzlich werden einige Hunde für besonders anspruchsvolle Szenarien vorbereitet. Dazu gehört das Arbeiten in völliger Dunkelheit, das Durchsuchen enger Räume oder das Überwinden von Hindernissen. In spezialisierten Fällen werden Hunde sogar daran gewöhnt, sich gemeinsam mit ihrem Hundeführer aus Hubschraubern abzuseilen oder per Fallschirm eingesetzt zu werden. All diese Elemente machen aus einem jungen Hund Schritt für Schritt einen hochspezialisierten Einsatzpartner. Am Ende dieses Prozesses steht kein trainiertes Tier im klassischen Sinne, sondern ein präzise arbeitender Spezialist. Und ein Partner, dessen Stärke nicht nur in seiner Ausbildung liegt, sondern in der engen Verbindung zu dem Menschen an seiner Seite. Kapitel 4: Die Auswahl der Rassen. Nicht jeder Hund ist für den Einsatz in militärischen Spezialeinheiten geeignet. Die Anforderungen sind so spezifisch und anspruchsvoll, dass nur wenige Rassen die notwendigen Voraussetzungen überhaupt mitbringen. Deshalb setzt die Bundeswehr gezielt auf Hunde, die sich über Jahre hinweg in genau diesen Einsatzbereichen bewährt haben. Im Mittelpunkt steht dabei der belgische Schäferhund, insbesondere die Varietät Malinois. Diese Hunde gelten weltweit als eine der leistungsfähigsten Arbeitsrassen. Ihr Körperbau ist leichter und athletischer als der vieler anderer Schäferhunde, was ihnen eine hohe Geschwindigkeit und enorme Wendigkeit verleiht. Gleichzeitig verfügen sie über eine außergewöhnliche Ausdauer. Sie können über lange Zeiträume hinweg konzentriert arbeiten, ohne an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Ein entscheidender Faktor ist jedoch ihr Wesen. Malinois besitzen einen extrem ausgeprägten Arbeitswillen. Sie suchen aktiv nach Aufgaben, reagieren schnell auf Reize und zeigen eine hohe Bereitschaft, mit ihrem Hundeführer zusammenzuarbeiten. Genau diese Kombination aus körperlicher Leistungsfähigkeit und mentaler Stärke macht sie zu idealen Kandidaten für Spezialeinsätze. Hinzu kommt ihre Anpassungsfähigkeit. Ob extreme Hitze, Kälte oder schwieriges Gelände, diese Hunde sind in der Lage, unter unterschiedlichsten Bedingungen zuverlässig zu arbeiten. Das ist besonders wichtig für internationale Einsätze, bei denen sich die Umweltbedingungen schnell und drastisch ändern können. Neben dem Malinois existiert jedoch eine weitere, weniger bekannte, aber eng verwandte Alternative: der holländische Schäferhund. Er ähnelt dem Malinois sowohl im Erscheinungsbild als auch in seinen Fähigkeiten, wird jedoch deutlich seltener eingesetzt. Innerhalb militärischer Strukturen gilt er gewissermaßen als eine spezialisierte Ergänzung. Ein Hund mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit, hoher Belastbarkeit und starkem Arbeitswillen. In bestimmten Fällen wird er daher gezielt eingesetzt, insbesondere wenn ähnliche Anforderungen wie beim Malinois bestehen. Neben diesen leistungsorientierten Schäferhundtypen kommen auch andere Rassen zum Einsatz,
wenn auch gezielter und in spezifischen Rollen. Der deutsche Schäferhund, lange Zeit der klassische Diensthund, wird weiterhin eingesetzt, insbesondere in Bereichen, in denen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Schutztrieb und Kontrollierbarkeit gefragt ist. Er gilt als robust, nervenstark und vielseitig, auch wenn er in puncto Geschwindigkeit und Ausdauer oft hinter dem Malinois zurückbleibt. Für spezialisierte Aufgaben, vor allem im Bereich der Spürarbeit, werden häufig Labradore eingesetzt. Sie verfügen über einen besonders feinen Geruchssinn und zeichnen sich durch ein ruhiges, ausgeglichenes Temperament aus. Gerade bei sensiblen Aufgaben, etwa der Suche nach Sprengstoffen in zivilen Umgebungen, kann diese Eigenschaft entscheidend sein. Die Wahl der Rasse ist daher niemals zufällig. Sie basiert immer auf einer klaren Abwägung. Welche Fähigkeiten werden im Einsatz benötigt? Welche Umgebung ist zu erwarten? Und welche Eigenschaften bringt der Hund mit, um genau diese Anforderungen zu erfüllen? Am Ende entscheidet nicht die Rasse allein, sondern das Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, individueller Eignung und intensiver Ausbildung. Denn selbst innerhalb der besten Linien schafft es nur ein Teil der Hunde, den Weg bis in eine Spezialeinheit wie das KSK tatsächlich zu gehen. Kapitel 5: Einsätze und Aufgaben im realen Kontext. Über konkrete Einsätze des KSK ist nur wenig bekannt, da viele Operationen der Geheimhaltung unterliegen. Bekannt ist jedoch, dass die Einheit unter anderem im Kosovo, in Afghanistan und in verschiedenen internationalen Antiterrormissionen aktiv war. In diesen Einsätzen übernehmen Hunde vielfältige Aufgaben. Sie sichern Gebäude, indem sie Räume vor den Soldaten betreten und mögliche Gefahren erkennen. Sie spüren versteckte Sprengsätze auf, die andernfalls unentdeckt bleiben könnten. Und sie helfen dabei, flüchtige Personen aufzuspüren und zu stellen. Gerade in unübersichtlichen Situationen, etwa bei Nacht oder in unbekanntem Gelände, sind sie oft der entscheidende Faktor. Ihr Einsatz kann darüber entscheiden, ob eine Mission erfolgreich verläuft oder nicht. Kapitel 6: Risiken und Belastung. So effektiv Einsatzhunde auch sind, ihr Einsatz ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie arbeiten in denselben gefährlichen Umgebungen wie die Soldaten. In Kriegsgebieten, unter extremen klimatischen Bedingungen und unter ständiger Bedrohung durch Gewalt. Verletzungen oder sogar der Tod im Einsatz sind reale Risiken. Hinzu kommt die psychische Belastung. Auch wenn Hunde anders als Menschen reagieren, sind sie dennoch Stress und intensiven Erfahrungen ausgesetzt. Die Ausbildung versucht, sie bestmöglich darauf vorzubereiten, doch der Einsatz bleibt eine extreme Situation. Daher sollte das nächste Kapitel besonders spannend sein. Kann künstliche Intelligenz die Gefahren für Mensch und Tier verringern? Kapitel 7: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Einsatzhunde. Doch während diese Fähigkeiten auf Instinkt und Training beruhen, entwickelt sich parallel eine andere Dimension moderner Kriegsführung: Technologie. Drohnen, Sensoren und künstliche Intelligenz spielen heute eine immer größere Rolle, auch bei Spezialeinheiten. Und langsam beginnen sich diese beiden Welten zu verbinden. Zwar gibt es keine öffentlich bestätigten Hinweise darauf, dass Einsatzhunde im Kommando Spezialkräfte direkt durch künstliche Intelligenz gesteuert werden, doch Entwicklungen aus anderen militärischen Einheiten zeigen, in welche Richtung es gehen könnte. Bereits heute werden Hunde teilweise mit Kameras und Funktechnik ausgestattet. Diese ermöglichen es, dass Hundeführer in Echtzeit sehen können, was der Hund sieht, etwa beim Durchsuchen eines Gebäudes. In Zukunft könnten solche Systeme durch künstliche Intelligenz erweitert werden. Doch trotz all dieser Möglichkeiten bleibt eine entscheidende Grenze bestehen. Künstliche Intelligenz kann Daten auswerten, doch sie besitzt keinen Instinkt. Ein Hund hingegen handelt nicht nur nach Training, sondern auch nach Wahrnehmung und Erfahrung. Gerade in unvorhersehbaren Situationen kann genau das den Unterschied machen. Deshalb liegt die Zukunft nicht darin, den Hund zu ersetzen, sondern ihn zu ergänzen. Ein Zusammenspiel aus Instinkt und Technologie, bei dem beide Seiten ihre Stärken optimal einbringen. Der Mensch gibt Befehle und Struktur.
die Maschine liefert die Daten und der Hund übernimmt die Feinarbeit, basierend auf Geruchssinn und Instinkt. Kapitel 8: Das Leben nach dem Dienst. Nach mehreren Jahren im Einsatz endet die aktive Dienstzeit eines Einsatzhundes. In der Regel werden sie dann aus dem Dienst entlassen und verbringen ihren Ruhestand außerhalb des Militärs. Oft werden sie von ihren Hundeführern übernommen, mit denen sie während der Ausbildung und der Einsätze eine enge Bindung aufgebaut haben. Dieser Übergang ist nicht immer einfach. Ein Hund, der jahrelang unter hoher Anspannung gearbeitet hat, muss sich an ein ruhigeres Leben gewöhnen. Doch für viele endet diese Phase in einem stabilen und sicheren Umfeld, fernab der Gefahren, denen sie zuvor ausgesetzt waren. Kapitel 9: Fazit. Einsatzhunde tragen keine Uniform. Sie haben keinen Rang, keine Abzeichen und keine Stimme, um von dem zu erzählen, was sie erlebt haben. Und doch stehen sie Seite an Seite mit einer der anspruchsvollsten Einheiten der Welt, dem Kommando Spezialkräfte. In einer Welt, in der jede Entscheidung zählt und jeder Fehler tödlich sein kann, vertrauen Soldaten auf ein Lebewesen, das nicht spricht, aber versteht. Ein Blick genügt, eine Bewegung, und der Hund weiß, was zu tun ist. Er denkt nicht über Gefahr nach, er zweifelt nicht, er handelt. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Vertrauen. Für die Soldaten ist er kein Werkzeug, er ist Partner. Ein Partner, der vorangeht, wenn es am gefährlichsten ist. Der bleibt, wenn andere zögern würden. Und der im entscheidenden Moment den Unterschied macht. Viele dieser Einsätze bleiben unsichtbar, ohne Schlagzeilen, ohne Anerkennung. Doch für die, die dabei waren, bedeutet genau dieser Moment alles. Vielleicht liegt darin ihre wahre Stärke, dass sie nicht gesehen werden müssen, um unersetzlich zu sein. Die Einsatzhunde des KSK kämpfen nicht für Ruhm. Sie kämpfen für ihr Team. Und genau deshalb sind sie mehr als nur Tiere. Sie sind Soldaten auf 4 Pfoten.